Mit dem Fahrrad von Köln nach Mallorca. 1400 Kilometer, 10.000 Höhenmeter, 4 Tage, ein Bikepacking-Abenteuer der Extreme und die wohl verrückteste Herausforderung meines Lebens. Ob ich es tatsächlich in 4 Tagen geschafft, wie ich einen Hund gefunden und seinen Besitzer zurückgebracht und wie mich die brutale französische Hitze an meine Grenzen brachte, das seht ihr in dieser Videoreihe. Ich bin komplett tot. Ich habe die Schläuche verloren. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Google Maps sagt einfach, ich soll da reinfahren. Ich wünsche euch viel Spaß mit Teil 1 meiner Fahrt mit dem Fahrrad von Köln nach Mallorca. Mit dem Fahrrad von Köln nach Mallorca. Ich bin unterwegs. Mal gucken, wie weit ich heute komme. Ich bin extra jetzt früh losgefahren. Wir haben jetzt 5:37 Uhr. So kann ich ordentlich Kilometer, hoffentlich auch schon mal am ersten Tag sammeln. Ich kann gar nicht einschätzen, wie schnell das Fahrrad ist, wie schnell ich bin. Mit diesem ganzen Gepäck, 23 Kilo sind es insgesamt. Ich habe heute nochmal gewogen. Es wird mega spannend, es wird mega geil. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit Teil 1 meiner Fahrt mit dem Fahrrad von Köln nach Mallorca. Ich war also unterwegs. Es ging raus aus der Stadt in Richtung Eifel. Die Route wird mich in den nächsten Tagen von Köln durch die Eifel an Luxemburg vorbei über Dijon und Lyon nach Montpellier ans Meer bringen. Von da aus soll es an der Küste entlang über die Ausläufer der Pyrenäen nach Barcelona und von da mit der Fähre nach Mallorca gehen. Knapp 1400 Kilometer und fast 10.000 Höhenmeter. Ja, 1400 Kilometer. Ich plane so 4 bis vielleicht 5 Tage unterwegs zu sein. Bei 350 Kilometern pro Tag so 12 bis 14 Stunden Fahrzeit am Tag. Kommen natürlich auch einige Kalorien zusammen. Ungefähr plus minus 10.000 am Tag. Und dafür muss ich einfach essen. Und deshalb, auch wenn jetzt 40 Minuten rum sind, gibt es jetzt den ersten Riegel. Ich trinke jetzt auch immer abwechselnd, einfach um das Gleichgewicht vorne zu halten. Nicht, dass ich auf einmal nur noch nach rechts oder nur noch nach links fahre. Deshalb immer schön abwechseln, trinken. Ich habe echt keine Ahnung, ob ich mich komplett überschätze. Das werden wir noch sehen. Jetzt gerade ist meine Stimmung so, dass ich extrem Bock habe. Ich bin extrem motiviert, das durchzuziehen. Gleichzeitig habe ich aber so ein bisschen auch so ein mulmiges Gefühl davor, was jetzt eben kommt. Was natürlich auch noch komplett neu ist für mich, ist eben draußen zu schlafen. Ich weiß nicht, wie sich das dann wirklich anfühlen wird. Ich hoffe, ich finde gute Schlafplätze. All das sind so Fragen, die ich mir noch so ein bisschen stelle. Ich bin jetzt ungefähr eine Stunde unterwegs, knapp 27 Kilometer. Geht seit Köln eigentlich nur bergauf. Um die nächsten Teile nicht zu verpassen, das ist Teil 1. Klickt jetzt auf den Abo-Button, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Danke! Die Sache ist, ich habe eben noch die Powerbanks von meinem Rucksack hier reingetan. Und ich glaube, das Problem ist jetzt gerade, dass die zu weit hinten sind. Und deshalb kackt das hier einfach komplett ab. Es ist alles Schwere hier hinten und das ist natürlich gar nicht cool. Ob ich die einfach ein bisschen weiter durchschieben kann. Also Powerbanks wiegen natürlich auch schon was. Ja, oh ja, das war gut. Das hat schon mal geklappt. Zweite auch. Wieder zu. Jetzt kommen einmal hier die Schuhe wieder rein. Das ist auch mit das Wichtigste, ne? Hier schön die Badeschlappen. Aber ich denke auch für den ersten Tag ist das in Ordnung. Ich werde das dann zur zweiten Etappe alles mal ein bisschen anders packen nochmal. Learning Nummer 1 von der Tour. Die Taschen so packen, dass der Schwerpunkt einfach ganz unten ist. Das ist übrigens alles, was ich dabei habe. Und das ist mein komplettes Taschensetup. Hinten in der Tasche habe ich vor allem Schlafsack, Isomatte, mein Tarp. Dazu an der Seite meine Badeschlappen, die brauche ich vor allem abends. Und da ist auch meine Drohne mit drin. In der mittleren Tasche, das hier ist vor allem meine Schlaftasche. Da ist eine kurze Sporthose, ein T-Shirt, Unterhose und auch ein paar Socken, genauso wie aber Zahnbürste, Zahnpasta. Sowas ist da mit drin. In der oberen Tasche, da ist vor allem Technik. Jede Menge Akkus, Ladekabel, Ladegeräte, Kameras, das ist da alles drin. Habe ich vorne noch 2 Food Pouches, da kann ich vor allem auch nochmal die Kamera reinstellen. Und vorne in dieser Tasche, da ist eigentlich mein komplettes Zelt drin. Und obendrauf auf meinem Auflieger habe ich nochmal meine Regenjacke verstaut. Mein komplettes Setup ist von bike-packing.de und wenn ihr auch auf der Suche nach neuen Taschen seid, checkt es unbedingt mal aus. Auf der Seite findet ihr mein komplettes Setup nochmal dargestellt und mit dem Code BASTI10 spart ihr 10% auf das gesamte Sortiment. Checkt es einfach mal aus, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Die Arschrakete hinten
Sind auch einfach 17 Liter. Es ist natürlich ein riesen Volumen, aber auch richtig viel Gewicht, was auch am Sattel und der Sattelstütze lastet. Und deshalb hoffe ich auch so ein bisschen, dass mein Rad hier durchhält, sodass ich einfach pannenfrei und sicher auf Mallorca ankomme. Pannenfrei und sicher, das solltet ihr euch merken. Denn das wird im Laufe der Tour nochmal relevant werden. Und auch meine am ersten Tag schlecht gepackte Tasche, naja, da kommen wir auch später nochmal drauf zurück. Oh, hier vorne ändert jetzt auch mein Weg. Mal kurz auf die Straße wechseln. Achtung! Boah. Weil es hier landschaftlich so cool ist, wollte ich gerade mal die Drohne fliegen lassen. Irgendwie hat nur leider die DJI-App sich einfach nicht geöffnet. Ich stand jetzt 20 Minuten am Straßenrand, habe alles Mögliche ausprobiert. Ich hoffe, es geht irgendwann. Dann gibt es die Drohnenaufnahmen einfach ein bisschen später. Ihr müsst euch erstmal den Aufnahmen von der Kamera hier begnügen. Auch richtig bergauf. Boah, ich weiß auch nicht, ob ich ein bisschen zu schnell fahre, aber jeden Meter, den man jetzt hier auch am Anfang ein bisschen schneller fährt, ist man dann früher da, ne? Frei nach dem Motto ging es weiter durch die Eifel und da war es teilweise echt richtig steil, aber auch einfach richtig schön. Wenn wir jetzt schon bei den Weisheiten sind, dann würde ich sagen, ist es Zeit, einen neuen Begriff einzuführen. Ein richtiges Challventure, Leute. Ein Challventure. Eine Challenge und ein Adventure. Ein Abenteuer. Ihr habt mir in den letzten Wochen häufig geschrieben, dass ihr euch von meinen Videos extrem motivieren lasst, selber verschiedenste Challenges zu machen und euch selber ein bisschen herauszufordern und Abenteuer zu erleben. Da habe ich mir gedacht, wir brauchen einen Begriff, der uns als Community verbindet, der genau das beschreibt, was wir machen. Und so bin ich auf den Begriff Challventure gekommen. Die Challenge, die Herausforderung, das Adventure, das Abenteuer und das Venture, die Wagnis. Keiner weiß, ob die Challenge, die wir uns selber stellen, die Herausforderung, ob wir sie schaffen oder nicht, und dabei erleben wir ein Abenteuer. Kommentiert gerne mal, was ihr über den Begriff denkt und ob ihr euch mit dem Begriff Challventure identifizieren könnt. Oh, krass. Krass. Boah. Kurz mal geschaltet, wie man gemerkt hat. Das ist jetzt auch gut. Ich habe hinten 32er Ritzel, also eine 1132er Kassette. Vorne 36 als kleinstes, aber ja, das ist schon okay. Jetzt geht es ja wieder so steil bergauf. Boah, da kommt der Gang schon an seine Grenzen. Ey. Und ich auch. Alter, noch nicht ganz so wie Gelnhausen, aber doch schon sehr steil. Übrigens, kurzer Zwischenstand. Ich bin jetzt bei 58 Kilometern, 2 Stunden 14 Minuten Fahrzeit. 60 Kilometer sind rum von 1400. Und ich bin jetzt schon am Limit. Aua. So, jetzt geht's erstmal knapp 7 Kilometer nur bergab. Das ist die Belohnung für den langen Anstieg. Aero und Abfahrt. Aero und Abfahrt, es geht los. Ich fahr durch die Eifel durch. Das Adventure, es geht los. Herausforderung und Abenteuer, das wird groß. Los. Na, ja, schön dich zu sehen. Ja, schön. Ich muss ein Foto machen. So, willst du was vom Bäcker haben? Soll ich das holen? Komm. Hast ja schon 100. Nicht mehr, ne? Wie bist du gefahren? Nur von Köln. Direkt durch. Einfach. Sag mir nur, was du willst oder geh mit rein. Bis Malle musst du ja noch ein bisschen aushalten, ne? Dankeschön. Wie viele Stunden hast du dir denn gesetzt bis Malle? 4 Tage. Was ein Zufall. Jetzt habe ich hier noch was vom Bäcker. Dank Uschi an der Stelle. Das war übrigens gerade die Mutter von Jan. Und Jan kennt ihr aus dem München-Video. Das war halt mehr oder weniger Zufall, dass sie mir einfach entgegengekommen ist. Hat sie umgedreht und erstmal was beim Bäcker geholt. Das ist schon geil. Und hier vorne, dieses Food Pouch, passt das easy rein. Zack, verstaut. Geil. 120 Kilometer. Jetzt ist das hier gerade wieder richtig schön wellig. Boah, aber das ist geil. Also die Straße hier ist schon mega nice. Ich bin jetzt in Kilburg. Oder Kühlburg. Ich glaube Kühlburg. Bitburg-Prüm. Langsam ist es auch richtig warm. 20 Grad haben wir fast. Ich bin noch mit Armlingen unterwegs. Mit Kamera in der Hand ist das schwer. Aber Nummer 1, Nummer 2. Es ging bergab und wieder bergauf, wellig durch die Eifel, immer weiter. 16%, das gefällt uns doch. Ein bisschen Topspeed mal ausprobieren.
Mal gucken, was das Rad so kann, ne, mit Gepäck. Ist schon alles ziemlich geil, nur das Wetter, ich meine, es ist schon trocken, ich will mich nicht beschweren. Wenn jetzt noch erste Sonnenstrahlen kommen würden, dann wäre perfekt. So ist schon geil, aber so ein Sonnenstrahlen wäre schon cool. So ab und zu schafft die Sonne dann mal durch diese dichte Wolkendecke durch. An sich hoffe ich auch einfach, dass das Wetter in den nächsten Tagen gut hält. Ich habe auch eine Regenjacke dabei, aber ich hoffe, dass ich die nicht brauchen werde. Übrigens, 5 Stunden sind rum. 136 Kilometer, noch so 15 Kilometer und dann ist wirklich der vorerst letzte Anstieg und dann geht es einfach für 80 Kilometer auf jeden Fall flach, dann kommt so ein kleiner Anstieg und dann nochmal 80 Kilometer flach, bevor es dann wieder ein bisschen welliger wird, aber bis dahin ist noch Zeit. Bergauf, bergab, bergauf, bergab, das war das Motto der Eifel, aber langsam kam sogar Luxemburg immer näher und ich kam richtig gut voran. Oh. Sorry, ich bin falsch gefahren. Ja, natürlich bin ich falsch gefahren. Kurz gucken, ist frei. Hey, ich fahre so oft falsch. Aber eigentlich fahre ich nur falsch, wenn ich mit euch rede. Die Sache ist, weil ich so viel rede, kommt das öfter mal vor. Und langsam ist die Sonne auch da. Ist richtig warm. Ich kann auch gleich mal die Weste ausziehen. Wobei, das mache ich erst nach der Abfahrt. Wenn es bergab geht, lasse ich die Weste erstmal an. Aber laut Garmin haben wir jetzt schon 23 Grad. Und das soll jetzt tendenziell immer wärmer werden. Stand jetzt 150 Kilometer. Genau 150 in 5 Stunden 33. 1940 Höhenmeter. Ja, kann man mal machen. Jetzt startet einfach 10 Kilometer bergab und danach 80 Kilometer flach. Das brauche ich jetzt auch. Weil ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich zu schnell wieder mal losgefahren bin. Weil ich denke mir immer, egal ob man schnell oder langsam losfährt, hinten raus wird man sowieso langsamer. Nur einfach schnell starten, weil dann war man wenigstens am Anfang schnell. Ich habe hier vorne in der Flasche, hier habe ich Gels drin und ich ziehe mir jetzt einfach eins. Ich dachte auch, es geht bergab, ne? Was ist denn das jetzt schon wieder? Mann, jetzt habe ich doch nicht geschaltet. So, ein Gel zur Belohnung. Den Müll ich jetzt in die Brötchentüte, dass das nicht zu sehr klebt. Und dann hier vorne schön in meinen Mülleimer. Jetzt geht's bergab. Ich habe gerade hier noch mal hinten geguckt. Ich weiß nicht, die Tasche, die hängt hier hinten schon hart runter. Die ist auch extrem vollgeladen. Ich will jetzt aber nicht alles ausladen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich die ein bisschen falsch gepackt habe. Das sollte heute noch funktionieren. Heute fahre ich noch so zu Ende, aber morgen werde ich auf jeden Fall anders packen. Und ja, die schweren Sachen unten rein. Ich glaube, dann sollte das passen. So, es geht nach Luxemburg. Krass. Wo ist ein Luxemburg-Schild? Ich brauche eine Instagram-Story. Ah. Oder? Ja, Luxemburg. Erstes anderes Land. 157 Kilometer sind jetzt rum. In Luxemburg können wir schon mal einen Haken hinter machen. Also, oh, ich kann kein Luxemburgisch. Das Ding ist, ich habe nichts mehr zu trinken. Und dann habe ich gerade draußen gelesen, Salzwasserquell. Und ich dachte, das wäre vielleicht luxemburgisch. Klar, Salz. Ich weiß auch, dass das Salzwasser ist. Ich dachte aber irgendwie, das wäre vielleicht auf luxemburgisch Trinkwasser. Ja, nee, dann hat sich das erledigt. Da muss ich mal ein bisschen weiterfahren. Ich dachte, hier wäre jetzt irgendwo eine Trinkwasserquelle. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, ich mache den ersten Stopp so bei 200 Kilometern. Ich habe jetzt 165. Ich denke, den nächsten Supermarkt, den ich finde, den werde ich einfach mal ansteuern. Und mal die Flaschen vor allem auffüllen. Trinken ist schon wichtig. Trinken ist wichtig, es kam aber erstmal keine Stadt. Und ich war jetzt ungefähr hier an der luxemburgischen Grenze, direkt vor Wasserbillig. Der nächste Ort hieß tatsächlich Wasserbillig. Und naja, da sollte es ja wohl was zu trinken für mich geben. Übel ist der Stau. Ist auf jeden Fall mal was los. Und es wird auch langsam richtig warm. 26 Grad. Ich habe immer noch diese Weste. Hier könnte ich mir jetzt was holen irgendwo. Aber ich habe echt keinen Bock, das Fahrrad in so eine Stadt zu stellen. Wir werden ja wohl auch einen Supermarkt irgendwo außerhalb haben. Fahren noch was weiter. Es geht auch ohne Trinken. Ein bisschen. Jetzt 12:45 Uhr. 171 Kilometer.
Ich habe einfach nichts mehr zu trinken. Und theoretisch ist das ja ungefähr die Hälfte der ersten Etappe. Also eigentlich perfekt. Jetzt ungefähr Halbzeit. Wahrscheinlich. Mal gucken, wie weit ich wirklich heute komme. Wenn alles nach Plan läuft, wäre es Halbzeit. Kurz das Rad abschließen und dann gehe ich mal da rein. Gucken, was es heute gibt. Ich habe mir jetzt einmal Hummus geholt. Dann 2 solche Brötchen. Hier ist noch eins. Und 2 so vegane Proteinriegel. Ich finde die immer ziemlich geil. Einfach mal was anderes. Das ist das, was ich jetzt brauche. Das Rad, das steht da vorne. Funktioniert alles top. Läuft gut. Und ja, so kann es weitergehen, ne? Ich habe was gegessen. Die Flaschen sind aber vor allem auch aufgefüllt. Es hat einfach ganz genau gepasst. Richtig gut. 3,5 Liter Wasser. Und ich denke, damit komme ich dann so weit, dass ich einfach heute Abend noch einmal irgendwo anhalten muss. Mir auch sowas wie Abendessen hole. Dann dahin fahren, wo ich dann schlussendlich auch übernachte. Und damit kann es weitergehen. Ich habe jetzt einfach den Hummus hier vorne unter die Regenjacke gepackt. Ich hoffe, das hält und ich hoffe, der versaut mir nicht alles, weil der irgendwie platzt oder so. Aber ich wollte ihn jetzt auch nicht wegtun. Ich hatte keinen Platz mehr, den irgendwo anders unterzubringen. Und deshalb eben nach vorne nach. Aber wird schon passen. Also, ich bin wieder frisch. Ich habe die Flaschen aufgefüllt. Ich habe wieder reichlich zu trinken und bin jetzt bereit für die nächsten Kilometer. 6 Stunden Fahrzeit, 172 Kilometer. Wenn jetzt hier der Stau auch vorbei ist, dann kann ich wieder richtig schön Meter machen. Wie ist das mit der Arschrakete hinten? Die hängt ja schon deutlich durch. Und ich bin mir nicht so sicher, wie lang und wie gut die noch hält. Bis ich dann meinen Schlafplatz gefunden habe und morgen einfach die Tasche hinten anders packe. Ich konnte es zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig einordnen, aber gut gepackte Taschen und richtig gepackte Taschen sind mit das Wichtigste auf so einer Bikepacking-Tour. Ihr seht das, die Arschrakete hängt genau über meinem Reifen. Wenn die runterrutschen sollte, dann gibt es eine Vollbremsung. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber mein Leichtsinn, diese Tasche einfach so zu lassen, wird mir später noch zum Verhängnis werden. Erstmal geht es aber weiter hier schön am Fluss entlang Richtung französische Grenze, Richtung Frankreich. Jetzt 207 Kilometer, 7 Stunden 22, 28 Einser-Schnitt. Was echt krass ist, die Sonne. Die ballert echt richtig hart, macht es nicht gerade angenehm. Die nächsten Tage soll es noch ein bisschen wärmer werden. France, einfach Frankreich, 70 Metern. Ich muss ganz kurz ein Foto für Instagram machen. Und wenn ihr mir da noch nicht folgt, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Da seid ihr auch immer während den Aktionen mehr oder weniger live dabei. Checkt es einfach mal aus, lasst ein Abo da. Da vorne kommt dann gleich Frankreich. Krass! Ich habe einfach die Sonnencreme gefunden. Wow. So, keine Ahnung, ob das jetzt so viel bringt noch auf den ganzen Schweiß. Die First, das war viel zu viel, glaube ich. Ein bisschen im Nacken. Wir sind jetzt auch wirklich in Frankreich. Das ist das Schild. Geil. Einfach Frankreich. Und auch landschaftlich wieder mal richtig geil. Was krass ist, man kommt nach Frankreich und direkt ist das irgendwie so eine komplett andere Straße. Der Straßenbelag, das ist so ein bisschen, es ist wie betonierter Kies. Irgendwie so. Ja. Aber richtig geil. Kurz noch ein Foto, dann ging es aber auch schon weiter, bis ich durch meine extrem schlechten Packkünste und die Arschrakete zum Stehen kam. Alter, das war gerade ziemlich crazy. Okay. Jetzt ist gerade diese ganze Tasche runtergerutscht. Hier auch schön erstmal ein Loch, weil das so auf dem Reifen geschlittert ist. Boah, das war eine komplette Vollbremsung. Alter, war das krass. Vor hinter mir war noch ein Auto, ist aber zum Glück alles gut gegangen. Jetzt noch mal ein bisschen neu gemacht und jetzt ist das auch deutlich stabiler. Jetzt ist das auch gut. Ich habe die einfach vorher zu schlecht und zu voll gepackt und das war gerade echt close. Ja, ist aber gut gegangen. Also die Tasche ist hinten komplett runtergeklappt, weil ich auch einfach, muss ich das so vorstellen, ich hatte Schlafsack und Isomatte ganz unten, also hier in dem Bereich. Dann kam hier die Drohne und hier hinten war so richtig schwer Powerbanks und alles mögliche und das komplett runtergekracht. Da sieht man einfach, es ist extrem wichtig, die gut zu packen. Aber so lernt man dazu, ne? Ich mache das ja hier alles gerade zum ersten Mal. Aber jetzt sollte es funktionieren. Ich würde sagen, weiter geht's. Kurzer Schock, ist vorbei, alles überstanden. 2:45 haben wir jetzt und ja, sind noch ein paar Kilometer zu fahren. Ich hatte völlig vergessen, euch vor dem letzten Anstieg noch Bescheid zu sagen, aber waren ja diese 2 Hucken zu fahren waren. Und der in Frankreich ist jetzt auch geschafft. Und jetzt geht es weiter durch Frankreich, erstmal weiter flach, bevor es dann ganz am Ende der Etappe noch mal ein bisschen hügeliger wird. Aber
Ja, erstmal weiter flach. Ich kann auch so ein bisschen Französisch, aber eigentlich kaum. Also eigentlich kann ich mich hier nicht verständigen. Englisch halt, aber wenn ich sonst in Frankreich war, war meine Erfahrung, dass die Franzosen kaum Englisch können. Da muss ich es doch mit meinem Französisch versuchen. Bonjour, je m'appelle Sebastian. Während ich noch ein bisschen weiter Französisch übe, schauen wir noch einmal auf die Karte. Ich bin jetzt in Frankreich angekommen, etwas über die Hälfte der heutigen Etappe gefahren und ja, ich bin jetzt kurz vor Metz. Durch Metz soll es heute noch durchgehen bis kurz vor Nancy. Es ist also noch einiges zu fahren und es sollten auch wieder einige Höhenmeter werden. Aber vor allem wurde es immer wärmer und diese Hitze, die heute schon kam, die wird nicht nur heute ein Problem, die sollte auch an den folgenden Tagen immer problematischer werden. Ich weiß nicht, ob es natürlich auch wahrscheinlich zuerst mal in der Routenführung liegt. Die Straßen hier sind so räudig. Dann geht es die ganze Zeit hier neben dieser Hauptstraße her. Und dieser Fahrradweg hier, der existiert halt, ne? Aber mehr auch irgendwie nicht. Ich hoffe, das wird noch besser. Boah, okay. Ja gut. Hilft ja alles nichts. So ein Rennrad runter ist wahrscheinlich eher so weniger so. Gehen ist jetzt schon komisch, ne? Mit diesem scheiß unhandlichen Fahrrad. Diesen halben Baum mitgenommen. Das ist nicht so gut. Kurze Wandereinheit eingebaut. Aber hier schön am Fluss. Ich weiß nicht, was das gerade für ein Fluss ist. Keine Ahnung. Vielleicht werde ich es mal herausfinden. Ich blende es euch aber auch hier ein. So schlimm und so komisch wie eben die Straße war, so geil ist das doch jetzt, oder? Hier fernab von jeder Straße, ein schöner Fahrradweg, direkt am Fluss. Vorne noch so Segelboote. Sieht auch entspannt aus. Da sehe ich mich jetzt irgendwie auch. Gerade zurückgewunken. Immer schön grüßen, Leute. Immer schön grüßen. Und noch kurz für die Statistik. 236 Kilometer, 8 Stunden 26. Und wir haben 15:49 Uhr. Mir geht es gerade echt nicht so gut. Ich probiere es jetzt mal mit einem Koffeingel. Vielleicht pusht mich das wieder hoch. Den Müll hier schön rein. Boah, der Müll ist verstaut. Das Gel ist zugeführt. Ich muss noch kurz was trinken. Ja, und dann hoffe ich jetzt einfach, dass es mir gleich wieder besser geht. Gerade ist irgendwie echt so ein Tief. Das ist der erste Tag. Boah, was habe ich hier gemacht? Was habe ich hier gesagt, was ich vorhabe? Crazy. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit rumheulen, aber stundenlang bei 32 Grad, der prallen Sonne, Alter, das ist Next Level. Oh, unangenehm. Ich koche hier einfach. Ich werde einfach gegrillt. Also, Stand jetzt fahre ich ja lieber die Nacht durch, als morgen bei so einer Hitze wieder zu fahren. Aber vielleicht stehe ich einfach früher auf, fahre einfach früher. Und je mehr ich in den Süden komme, umso heißer wird das, ja. Von daher muss ich mal gucken, wie ich damit noch umgehe. 4 Tage so gekocht zu werden, schon, ja, es ist schon hart. Boah, ich bin so froh, wenn ich heute Abend da bin, wirklich. Das ist auch krass, da vorne waren gerade wieder welche, das sind nur ganz bisschen. Das sind richtig viele, nicht nur Fahrradfahrer, sondern vor allem auch Bikepacker unterwegs. Ich bin nicht alleine, aber das ist auch echt cool. Also so doof wie die Straßen am Anfang waren, so gut waren die jetzt hier rund um Metz. Und da macht das einfach nur Bock. Ich jetzt auch nochmal einen Riegel, bevor ich nachher nochmal so ein Problem kriege. Den gönne ich mir jetzt, den esse ich. Und dann sehen wir uns gleich wahrscheinlich irgendwo außerhalb von Metz. Wir haben jetzt 267 Kilometer. Vielleicht melde ich mich auch einfach, wenn ich 300 voll habe. Es ging raus aus Metz, weiter am Fluss entlang und ich kam der 300 Kilometer Marke immer näher. Bis ich durch die Hitze auf einmal vor einem richtigen Problem stand. Ich habe ein klitzekleines, ich aber auch ein riesengroßes Problem. Und zwar haben wir bei Google Maps geguckt, der nächste Supermarkt, nächste Tankstelle, Kiosk oder ähnliches ist. Und das nächste kommt einfach in 40 Kilometern. Alter, in 40 Kilometern, dann bin ich einfach quasi da. 40 Kilometer ist hier locker noch 1,5 Stunden ungefähr. Und ich habe
bald nichts mehr zu trinken. Ne? Es ist im Moment jetzt gerade immer noch einfach 31 Grad. Ich habe noch einen einzigen Schluck. Ich fahre die ganze Zeit neben dem Fluss her, aber daraus zu trinken ist wahrscheinlich wirklich nicht. Dann kann ich direkt aufhören. Ja, ich hoffe, dass ich noch ankomme, weil mein Mund ist jetzt schon übelst trocken. Hinter mir wäre noch was, aber dann müsste ich 10 Kilometer zurück. Dann wäre da eine Tankstelle und dann kann ich wieder hier hin. Das macht ja auch keinen Sinn. Deswegen Zähne zusammenbeißen und einfach ankommen, ne? Boah, fuck, das wird richtig unangenehm. Ich bin jetzt ungefähr hier, kurz hinter Metz. Laut Google Maps kommt die nächste Möglichkeit, etwas zu trinken zu bekommen, in knapp 40 Kilometern. Ich bin also locker weitergefahren und habe gehofft, dass meine Google-Suche einfach zu schlecht war. Und so war es dann auch. Ich musste nur noch 10 Kilometer fahren, bis dieser kleine Kiosk direkt auf meinem Weg lag. Boah, ich muss unbedingt was trinken. Ich habe jetzt 2 Flaschen und hier das. Komplett dehydriert, ne? Was man sich nicht alles antut, ne? Ich fülle jetzt noch die Flaschen auf und dann kann es auch gleich weitergehen. Oh! Alter, bin ich durch. Diese Hitze, das wenige Trinken, die Anstiege am Anfang. Ich weiß nicht, wie und ob ich nach Mallorca komme. Um die heutige Etappe abzuschließen, waren es immer noch knapp 30 Kilometer zu fahren. Es ging ewig auf dieser vielbefahrenen Straße geradeaus, bis ich einen Blick auf die Uhr geworfen habe und gesehen habe, dass die Läden nur noch knapp eine halbe Stunde offen haben und ich dringend noch was zum Abendessen brauche. Ich habe also versucht, nochmal richtig Gas zu geben und einen Supermarkt noch zu erreichen, bevor er um 20 Uhr zumacht. Denn sollte ich keinen Supermarkt, sollte ich kein Abendessen haben, dann wäre die ganze Tour zum Scheitern verurteilt. Und das schon am ersten Tag. Ich hatte bis hierhin schon über 10.000 Kilokalorien verbrannt. Und um am nächsten Tag wieder über 300 Kilometer Fahrrad fahren zu können, brauchte ich einfach was zu essen. Ich habe also alles gegeben, um den Supermarkt noch vor Ladenschluss zu erreichen. Jetzt habe ich hier diesen coolen Beutel. Das ist übrigens mein Einkauf, was ich komplett gekauft habe, zeige ich euch gleich noch mal ein bisschen genauer. Erstmal brauchen wir jetzt einen Schlafplatz. Dann stopfe ich jetzt hier einfach nur alles rein. Dann kann man den hier auf einmal mit ein bisschen festzurren, dass da nach Möglichkeit auch nichts rausfällt. Die Gabel ist wichtig, die packe ich mal hier rein. So, der Einkauf ist verpackt. Ich habe den jetzt hier so drüber gehangen. Das Problem ist, dass ich noch einen Rucksack auf habe, kann ich den nicht so cool auf den Rücken packen. Aber es sind noch so 10 bis 15 Kilometer, wo ich dann schätze, dass ich was finden kann. Langsam aber auch ultra Hunger, deswegen hoffe ich auch, dass ich jetzt schnell was finde. Ja, diese Art von Straße sieht doch schon mal gut aus. Geht hier so ein bisschen ins Nichts. Vorne ist noch ein kleiner Ort. So wie aussieht mit vielen Bauernhöfen. Und vielleicht finde ich da was. Boah, fast abgeräumt. In Frankreich ist es wie auch in Deutschland verboten, wild zu campen. Da ich sowieso ein absoluter Bikepacking-Anfänger bin und gerade in der ersten Nacht nichts riskieren wollte, habe ich darauf gehofft, auf einem Privatgrundstück zelten zu dürfen. Und so habe ich mich dann auf die Suche gemacht. Das ist einfach, da ist einfach so ein Jahrmarkt. Crazy. Vielleicht kann ich ja da einfach so pennen. What's my plan? Plan to go 4 days. 4 days? Yes. So 3 days to go to Mallorca. Yes, now 3 days to go, yes. Yeah. And this is the place? Just after. Here. That's perfect. Great. That's great. Hier vorne ist ja diese Kirmes, die habe ich euch eben gezeigt. Auf der Kirmes, ich bin einfach darauf und habe die angesprochen. Meinten die so, ja, aber hier auf der Kirmes ist ein bisschen laut, oder? Ich so, ja, schon, aber also könnte ich irgendwo pennen? Dann meinten da einer, ja, ich habe ein Privatgrundstück, mega geil. Und das hier ist einfach das Grundstück, worauf ich mich jetzt hier frei bewegen darf, worauf ich mein Zelt aufschlagen darf, ohne jegliche Probleme. Ja, ich finde es ziemlich nice. Ich muss jetzt genau gucken, wo und wie,
Aber ich habe einfach einen Platz gefunden. Ich baue das jetzt alles ganz schnell auf, setze mich da rein, guckt, dass ich das Fahrrad hier auch irgendwie so ein bisschen verstecke, dass das nicht jeder sieht. Mit dem Fahrrad nach Mallorca, ich bin bereit für die Nacht. 1400 Kilometer in 4 Tagen, das wird ein Abenteuer, ein Adventure. Das Zelt ist soweit aufgebaut. Was mir jetzt noch fehlt, ist natürlich, dass ich mich mal ganz kurz ein bisschen frisch mache und mich umziehen muss, bevor ich dann gleich anfange, was zu essen. Das sollte hier erstmal reichen. Er hatte mir auch angeboten, dass ich bei denen drin schlafen kann. Ich finde es erstmal mega cool, also richtig krass von denen. Aber es gehört ja wirklich zur Challenge hier, das alles so durchzustehen und deshalb habe ich das Drinschlafen abgelehnt. Wird auch geil morgen hier wieder schön in die versifften Klamotten reinzugehen. Schon mal kurz das Rad noch hier rüber. Ich habe so ein bisschen ein Problem, dass mir mein Handtuch fehlt. Ich nutze jetzt einfach das T-Shirt hier. Oh. Ich mal ganz kurz noch die Isomatte aufpusten. Ich habe meine Lunge heute noch nicht genug angestrengt. Ja, aber krass. Das ging ziemlich schnell. Ich denke, so 15 Mal kann ich mal pusten. Da war die hier aufgepustet. So. Dann lege ich das jetzt hier rein. Ich komme den Schlafsack hin. Das hier ist jetzt erstmal mein Schlafplatz. Ich bin sehr zufrieden. Also sieht auch wirklich richtig cool aus. Da werde ich pennen. Da steht das Fahrrad. Ja, ich würde sagen, richtig gut. Ihr seht schon, ich habe ein T-Shirt angezogen. Und was steht da drauf? Chalventure. Chalventure steht hier vorne drauf. Hinten drauf ist nochmal Chalventure erklärt. Ich habe das Ganze auf meinem Trikot stehen. Vielleicht hat es der eine oder andere auch gesehen. Chalventure ist einfach die Mischung aus Challenge und Adventure und hat am Ende sogar noch Venture, die Wagnis, mit drin. Und ich finde, das ist das, was den Kanal und diese verrückten Challenges eigentlich genau beschreibt. Jetzt gibt es erstmal das wohlverdiente Abendessen. Ich habe hier einmal Mini-Penne, vegan, dann einen veganen Bulgursalat. Ich glaube, den habe ich nochmal genommen. Nee, doch, veganen Bulgursalat, Hummus. Ich muss gleich mal gucken, wie der vorne aussieht, den ich da noch drauf gespannt habe. Knäckebrot, eine klassische Banane. Die macht nämlich schnell. So, ich gucke mal kurz nach dem Hummus, ob der noch was ist. Hier vorne, den Hummus. Naja, also ist jetzt halt komprimiert, ne? Ist jetzt keine Luft mehr drin. Ist jetzt haltbar gemacht. Ja, ich werde jetzt Abendessen. Ja, die Zähne sind geputzt. Ich würde sagen, wir gehen noch einmal ganz kurz die heutige Etappe durch. 334,8 gefahrene Kilometer, 2900 Höhenmeter und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 28 km/h. Ich war aktiv unterwegs 12 Stunden. Einfach 9000 Kalorien verbrannt. Das habe ich niemals gegessen mit dem, was ich gerade gegessen habe. Und ich weiß auch nicht, ob ich komplett überpaced habe. Ich weiß nicht, ob ich das so durchziehen kann. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin jetzt auch, ich habe gerade noch mal so ein bisschen Adrenalin, aber ich bin eigentlich komplett im Arsch. Und ich weiß nicht, wie ich das bis Mallorca durchziehen soll. Aber irgendwie will ich es durchziehen. Ich will, aber ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Oh, ich bin komplett tot. Oh. Ey, wenn ich diese 4 Tage geschafft habe, ne? Dann bin ich da so unfassbar stolz drauf. Yo, ich bin Basti, willkommen auf meinem Kanal. Wir machen Challenge so genial. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, danke.